Vor langer, langer Zeit, noch vor der Entdeckung von Azeroth, existierte das Pantheon der Titanen. Seine Champions, die stärksten, waren Aggramar und Sargeras, Brüder im Geiste und sich ebenbürtig an Kampfkraft. Während Aggramar das Pantheon vor Gefahren schützte, durchstreifte Sargeras das Universum, um die immer wiederkehrenden Dämonen aus dem wirbelnden Nether zu bekämpfen. Nicht einmal die Nathrezim, die Magier und Strategen darunter, konnten ihm widerstehen. Im Kampf gegen die Nathrezim erkannte er allerdings, dass seine Dämonen und ihre Magier die Kraft der Leere zu nutzen wussten. Diesem nachgehend erkannte er in ihrer Magie das Wirken der Void Lords, die leeren Fürsten, die ihre Tentakel aus nichts durch den Kosmos streckten, um alles zu korrumpieren, was ihnen im Weg stand. So auch den Planeten der Nathrezim, dessen Weltenseele bereits kurz vor dem Erwachen stand. Sargeras beschloss, dass er das niemals zulassen würde. Mit einem einzigen Hieb seines gewaltigen Schwertes schlug er den Planeten in zwei und löschte die korrumpierte Weltenseele aus. Unverzüglich kehrte er zu seinem Bruder und dem Pantheon zurück und berichtete von seiner Tat. Das Pantheon interessierte sich allerdings nicht so sehr für die leeren Fürsten, sondern eher für das, was er getan hatte. Trotzdem sich sein Kampfesbruder Aggramar für ihn verwendete, nannten sie ihn eine Bestie, einen Mörder und dass sein Handeln vorschnell wäre und unüberlegt. Sie sprachen von Unbeherrschtheit und unbeherrschtem Zorn, gingen sogar so weit, ihn mit Dämonen zu vergleichen. Sargeras raste vor Wut. Er warf dem Pantheon vor, dass sie zu feige wären, die Fürsten aufzuhalten, und wenn sie nicht Titan genug waren, dann schwor er, dann würde er es eben alleine tun. Sargeras setzte seinen Schlachtzug fort, und Planet und Schlachtfeld auf Schlachtfeld folgte, Milliarden Dämonen fielen unter seiner Klinge. Doch trotz all seiner Kraft waren es Milliarden Welten, auf die die Leere ihren Schatten warf. Er erkannte, um gegen die Leere vorzugehen, brauchte er mehr als nur seine Kraft, mehr als nur sein Schwert. Er brauchte eine Armee, und er wusste auch genau, wo er eine finden konnte. Schon vorher hatte er bemerkt, dass die Dämonen, die er schlug, dieselben waren, die er vorher schon besiegt hatte. Deshalb brannten sie so furchtlos gegen ihn an. Sie starben nur für kurze Zeit und wurden sofort aus dem Nether wiedergeboren. Er beschloss daher, die Dämonen nicht mehr nur umzubringen, sondern sie stattdessen auf eine von ihm geschaffene Existenzebene einzukerkern, der Gefängnisebene Mardum. Mit der Zeit wurde eben diese Ebene eine höllische Albtraumwelt, überquellend mit Dämonen und Teufelsmagie, eine Gefängniswelt für die abscheulichste Armee des Kosmos. Mit der Zeit drohte allerdings die Barriere dieser Ebene zu reißen und ungezügelte Dämonen auf die Schöpfung loszulassen. Sargeras raffte seine verbliebenen titanischen Kräfte zusammen und zerschmetterte Mardum. Die Teufelsenergie explodierte und donnerte über seinen Körper. Überall, wo sie seine titanische Gestalt berührte, brach seine Haut auf. Vulkane aus grünem Feuer brachen aus ihm hervor. Seine Augen wurden zu smaragdenen Flammen, ebenso wie sein Bart, und seine ganze Gestalt wurde ein Inferno aus hasserfülltem Teufelsfeuer. Der Untergang Mardums und die Explosion der Teufelsmagie sandte eine Welle ungezügelter roher Macht durch den Kosmos und zerriss die empfindliche Barriere zwischen dem Nether und dem Universum. Milliarden triumphierender Dämonen brachen aus dem Riss hervor, um sich auf das ahnungslose Universum zu stürzen. Doch da trat ihnen Sargeras in den Weg. Er bot ihnen einen ausgesprochen simplen Pakt. Kämpft für mich oder sterbt. Die Dämonen überlegten nicht besonders lang. Stärke war etwas, was sie respektierten, und so bejubelten sie ihren neuen Anführer. Sargeras entließ sie unter seinem Kommando auf die zahllosen Welten, mit dem Ziel, jeden Planeten zu besiedeln, das Universum in Teufelsfeuer zu läutern, sodass die leeren Fürsten nie eine Chance auf Korruption hätten.